Hello, 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 friends. Hallo, 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 Freunde. We are still talking about the body. Wir reden immer noch über den Leib. So here is what Paul continues to say in verse 14. Paulus sagt in Vers 14 weiter: In fact, the human body is not one single part, but rather many parts mingled into one. In der Tat ist der menschliche Körper nicht nur ein einziger Teil, sondern viele Teile, die zu einem einzigen verwoben sind. Look, my friend. Schau, mein Freund. Think with me how we have defined unity in the church. Überleg mal mit mir, wie wir Einheit in der Gemeinde definiert haben. We have taken uniformity and called it unity. Wir haben Gleichförmigkeit genommen und es Einheit genannt. Think about this. Denk darüber nach. The truth is that the way most church are organized and structured, it's just one single part. Die Wahrheit ist, dass die meisten Gemeinden sehr eingliedrig organisiert und strukturiert sind. You know, if you're a woman, you have to work with the children. Also, wenn du eine Frau bist, musst du im Kinderdienst arbeiten. Because that's what you do. Denn so ist das nun mal. You know, think about what we have done to the body. Was haben wir nur dem Leib angetan? We have taken the members and just have basically forced them to express themselves contrary to who they really are. Wir haben die Glieder genommen und sie vom Prinzip her gezwungen, sich auf eine Art und Weise auszudrücken, die ihnen nicht entspricht. Paul is so clear that it cannot be one single part. There have to be many parts mingled into one. Paulus ist so klar, dass es nicht nur einen Teil geben kann, sondern dass es viele Teile geben muss, die ineinander vermischt sind. Think if my body would function the way many churches function. Überleg mal, wenn mein Körper so funktionieren würde, wie viele Gemeinden es tun, I would probably be laying in some bed on a life support machine. dann läge ich wahrscheinlich in einem Bett an lebenserhaltenden Maschinen. It kind of almost looks like a big part of the church today, doesn't it? Sieht nicht ein Großteil der heutigen Gemeinden fast so aus? We are all in a life support machine trying to continue the thing going. Wir sind alle möglichen Arten von lebenserhaltenden Maschinen, die versuchen, das Ding am Laufen zu halten. So look how practical he makes it so that we can actually understand what he's trying to say. Schau, wie praktisch Paulus es darstellt, damit wir wirklich verstehen können, was er sagen will. In verse 15. Vers 15. So if the foot were to say, since I'm not a hand, I'm not part of the body, it's forgetting that it is still a vital part of the body. Wenn der Fuß also sagen würde, da ich keine Hand bin, gehöre ich auch nicht zum Körper, würde er vergessen, dass er trotzdem ein wichtiger Teil des Körpers ist. So what is he saying? Was heißt das? Basically he's saying, accept that you are the member that God made you. Im Grunde sagt er, akzeptiere den Teil zu sein, als den Gott dich geschaffen hat. And don't try to be somebody else. Und versuche nicht, jemand anderes zu sein. You know, when I was in Bible school, I had this kind of wake-up call. Als ich in der Bibelschule war, hatte ich sowas wie einen Weckruf. When this verse became such a reality to me. Als dieser Vers für mich so real wurde. And I tell you what happened. Ich erzähle dir, was passierte. I was ready. I finished Bible school. Ich beendete die Bibelschule And I was just getting ready to take a job as a youth leader und war gerade dabei, einen Job als Jugendleiter anzutreten. in one of the most incredible churches in the United Kingdom at that time. In einer der damals besten Gemeinden Großbritanniens. The pastor was an amazing man of God who mentored me. Der Pastor war ein fantastischer Mann Gottes und er war mein Mentor. So I was in my room one morning praying, Eines Morgens war ich in meinem Zimmer und betete and I didn't like myself too much. und ich mochte mich selbst nicht sonderlich. And I'll tell you why. Und ich sage dir warum. Because there was another guy, he was also with me in my Bible school class, Denn es gab einen anderen Typ, der mit mir an der Bibelschule war, and who was from that church. der aus dieser Gemeinde war. And we were very good friends. Und wir waren sehr gute Freunde. And they also offered him a job to work with the smaller youth. Ihm wurde ebenfalls ein Job angeboten, mit den jüngeren Teenagern zu arbeiten. So I worked with the people 20 above and who were single, Ich arbeitete also mit den über 20-Jährigen, die Single waren, and he worked with the younger youth. und er arbeitete mit den Jüngeren. And you know, he was this calm guy. Und er war dieser ruhige Typ. And I was this super hyper energetic guy.
Und ich war dieser super, hyper, energiegeladene Typ. And I was in my room praying Ich betete also in meinem Zimmer and complaining, und beschwerte mich. saying, God, why did you make me the way you did? I want to be like David. Gott, warum hast du mich so gemacht, wie ich bin? Ich will wie David sein. You know, and the Lord said to me, just read Romans 9:23. Der Herr antwortete, lies einfach Römer 9,23. I think that's what it was. We were talking about 40 years ago. Ich denke, das war die Stelle, denn das war vor 40 Jahren. So I'm quoting from a memory. Ich zitiere das also aus meinem Gedächtnis. And I opened Romans 9:23 and it says this. Ich schlug also Römer 9,23 auf und dort heißt es, Who are you, O man, to complain against God? ja, oh Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Does the vessel say to the one who made it, why did you make me like this? Spricht auch das Gebilde zu dem, der so geformt hat, warum hast du mich so gemacht? And God said, what are you complaining? Und Gott sagte, warum beschwerst du dich? I made you like this. Ich habe dich so geschaffen. Later that same day, I met David. Später am selben Tag traf ich David And I told him. und ich habe es ihm erzählt. Do you know what he said? Weißt du, was er sagte? He said that same day, he was also praying, complaining to God. He wanted to be like me. Am selben Tag hat er sich auch bei Gott beklagt, dass er so sein will wie ich. And then I remembered Dann erinnerte ich mich, how the people who were white in Bible school, they always laid in the sun to get dark. dass die Hellhäutigen an der Bibelschule immer in der Sonne lagen, um braun zu werden, And the Africans were hiding from the sun so that they would get lighter. und die Afrikaner mieden die Sonne, damit sie hellhäutiger würden. The shorter want to be taller and the taller want to be shorter. Die Kleineren wollen größer sein und die Großen wollten kleiner sein. The fat want to be skinnier and Vinicius, the skinny, wants to be fatter. Die Dicken wollen dünn sein und die Dünnen, wie Vinicius, wollen dicker sein. So look, in the body of Christ, it's just like this. Im Leib Christi ist es genauso. You know, we have this attitude, hey, I don't want to be foot, I want to be hand. Wir haben die Haltung, hey, ich will kein Fuß, sondern eine Hand sein. I don't want to be the one who just sits there and does this. I want to have the microphone in my hand. Ich will nicht da sitzen und irgendetwas machen. Ich will auch ans Mikrofon. I don't want to do this. I want to sing in the worship team. Das hier will ich nicht machen, sondern im Lobpreisteam singen. You know, and then we think that just because we don't do what we want to do, we're not part of the body. Und dann denken wir, dass wir kein Teil des Leibes sind, nur weil wir nicht das tun, was wir wollen. And Paul says, you are forgetting that you are still a vital part of the body, even if you don't accept who you are. Paulus sagt, ihr vergesst, dass ihr immer noch ein notwendiger Teil des Leibes seid, auch wenn ihr euch nicht so annehmt, wie ihr seid. If you go to a big building Wenn du in ein großes Gebäude gehst, where the church meets together, wo sich die Gemeinde trifft, who is more important? The guy who preaches or the guy who puts up the chairs? wer ist dann wichtiger? Der predigt oder der die Stühle aufstellt? Well, take all the chair out and be in a 3-hour meeting and you will quickly figure out who's more important. Lass die Stühle weg und mach eine 3-stündige Veranstaltung und du wirst schnell sehen, wer wichtiger ist. You see, they're both important. Siehst du, beide sind wichtig. But in the church, we've created this weird idea that there are some members that are more important than others. Aber in der Gemeinde haben wir die eigenartige Vorstellung entwickelt, dass einige Glieder wichtiger sind als andere. Do you know what is incredible success? Weißt du, was sagenhafter Erfolg ist? If the hand works as the hand, the foot works as the foot, the eyes see and the ears hear and the nose smells. Wenn die Hand als Hand fungiert und der Fuß als Fuß, wenn die Augen sehen, die Ohren hören und die Nase riecht. That's success. Das ist Erfolg. That's when the body begins to function. Dann fängt der Leib an zu funktionieren. See you tomorrow. Bis morgen!